Ich hoffe, ihr habt Snacks. Der Film geht los. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin mal gespannt. Ah, schon wieder? Schon wieder? Hm, Ich kann das alles nicht mehr. Das ist zu viel. Uiuiui, ich bin so gespannt auf den zweiten Teil. Ich liebe ja Dramafilme. Wie sieht's mit euch aus? So, jetzt mal Real Talk. Ich muss mich jetzt erstmal von dem Film von gerade erholen. Ihr habt ja nur den Trailer gesehen, aber ich musste mitspielen in dem ganzen Film. Also bleibt auf jeden Fall dran, damit ihr seht, wie dieser Film überhaupt noch ausgeht. Und jetzt fangen wir hier an. Wir haben gegen Legion Mon und wir haben gegen Isso. Ich zeige euch direkt mal die Devs und wir gehen rein. Also es ist halt eigentlich wie die letzten Sieges auch. Ja, meistens das meiste hat man schon gesehen, aber vieles davon ist halt immer nur mit einem Monsterabwandlung. Also, ich muss sagen, bei Legion Mon, da habe ich jetzt, die Forsters noch nicht gesehen, aber gut, man muss ja irgendwie experimentieren und muss ja auch irgendwie andere Sachen ausprobieren und das mache ich ja natürlich auch mit meinen Offs. Und deswegen gucken wir einfach mal, wie mein Siege dann wird. Seid auf jeden Fall gespannt und bleibt dran. Ich habe direkt etwas Neues für euch im ersten Attack und ich habe es so noch nicht gespielt. Also natürlich habe ich es getestet, bevor ich es benutzt habe, aber ich habe es noch nicht Siege gespielt. Also viele nennen es das Kondomteam. Normalerweise wird es auch mit der Wasser-Nesco gespielt, aber ich habe keine Wasser-Nesco. Deswegen habe ich das jetzt damit gebaut. Und meiner Meinung nach finde ich das vollkommen auch in Ordnung, weil der Wind Monkey King, der hat wirklich, ja, also ich finde, der passt sehr gut da rein. Ich habe es auch noch ein bisschen getestet mit Leona. Aber da muss ich sagen, da darf dann das, Lichtunit nicht so extrem sein. Dann kann man es auch gut benutzen. Also, gegen Berkelt würde ich jetzt nicht benutzen, weil Berkelt würde jetzt natürlich dann die, Leona forcen und, Deathbreak verteilen und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Deswegen habe ich's jetzt auch nicht dagegen benutzt. Wie ihr seht, also das läuft einfach. Man, spielt es halt einfach irgendwie dann aus, ne? Also, ich persönlich finde dieses Team gut. Ich habe mich auch jede Sekunde sicher damit gefühlt, als ich es gespielt habe. Wie gesagt, das gibt es auch noch mit Nesco, also mit der Wasser-Nesco, oder ihr könnt es halt auch wirklich mit Leona probieren. Aber dann achtet drauf, dass das Licht-Unit nicht, der Deathbreaker oder extremer Damager ist. Also hier, wie gesagt, in dem Fall wäre die Bergheld nicht, gut gewesen gegen Leona und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich mag dieses Team. Ich hätte ganz gerne noch mal, na ja, obwohl ich nehme ja natürlich sehr gerne die ganzen Dupes. Ich hätte liebend gerne noch mehr davon, aber, habt ihr's schon benutzt? Schreibt's mir in die Kommentare. Also, ich würde mich ja jetzt dafür entschuldigen, aber mache ich definitiv nicht, weil ich, finde einfach, dieses Team dagegen ist absolut gut und mittlerweile, merke ich ja auch, dass es sehr, 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 sehr viele Haging-Abuser gibt, die das auch feiern. Ich habe euch bis jetzt, ja auch noch die andere Version mit dem Shard gezeigt, aber hier gegen diese Dev finde ich, den Chart jetzt nicht sinnvoll. Da finde ich schon das Oblivion von dem Thesarion ganz nett. Also, definitiv. Deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ja, also ich meine, diese Dev, die findet man immer und immer wieder irgendwo mal und, dann, wenn man es im Deck hat, das ist einfach zack, zack, rein damit und fertig. Also, davon mal abgesehen, man kann es so verdammt häufig spielen, aber man kann es auch mit so vielen anderen Sachen, zusammenspielen. Also, ihr habt jetzt hier sehen wir das Feuer-Unit, was immer gut ist. Wir haben den Shahad mittlerweile benutzt. Natürlich kann man da auch gucken, was man noch benutzen kann. Ich persönlich finde diese Off einfach klasse. Ich spiele sie sehr gerne und,
Ich kann es jedem von euch nur zu Herzen legen. Ach, und ihr könnt natürlich auch mal gucken. Ich habe diese Off auch in meinen Deckvideos einem Zuschauer gebaut. Also, wenn ihr nicht genau wisst, wie ihr das bauen sollt, dann guckt doch einfach bei meinen Deckvideos rein und dann zeige ich das, wie ihr das perfekt bauen könnt. Wir haben wieder einen Handy-Attack, aber dieses Mal war es nur ein einziger. Also, nicht über die Auflösung, wundern. Also, ich finde, es macht jetzt nicht viel Unterschied. Also, ob ich jetzt, ja, ab und zu mal vom Handy angreife oder nicht. Also, das Team kennen wir, das ist das typische Hianes-Team. Wir machen mit ihr den S3. Das habe ich jetzt einfach gemacht, um, eventuelle Stunts zu treffen, weil ich habe meine auf Despair. Jetzt habe ich, also nur fürs Verständnis, wir hätten das natürlich jetzt ich habe die Attack Bar im, Auge gehabt. Wir hätten jetzt auch einfach mit der, Homunculus hätten wir S2 machen können und hätten uns den Reset aufsparen können. Aber ich wollte, wenn ich ehrlich bin, den Slow auf denen haben und ich wollte den Speed Buff für mich haben. Deswegen habe ich das so gemacht und meine Dark Homunculus moved auch halt als Zweites, falls die Hyannis irgendwo mal nicht irgendwas trifft oder sowas, muss die Homunculus dann ran. Also, nur damit ihr Bescheid wisst, das wollte ich euch kurz erklären, weil es ist sonst zu schwer, die ganze Abfolge zu erklären, während das alles weiterläuft. Also, ich spiele das jetzt einfach runter. Also, die sind jetzt alle irgendwie, ja, die sind controlled und fertig. Also, im Bestfall, kommen die dann alle gar nicht mehr dran und wenn sie drankommen, dann sind sie zurückgesetzt. Ich fand das jetzt einfach eine ganz, ganz gute Off dagegen. Also, da war jetzt halt kein Swift, Unit dabei, wo ich sagen würde: „Oh, das könnte uns outspeeden oder irgendwas“, und deswegen, habe ich das dann gewählt. Also, wenn jetzt natürlich da, keine Ahnung, noch 'ne Edna mit drinne gestanden hätte oder ich weiß nicht, oder 'n, Dark Monkey King oder wie auch immer, irgend 'n Unit, was High Base Speed hat, dann benutze ich das natürlich nicht einfach so, wenn ich nicht weiß, ob die Units auf Swift sind oder auf Vio sind oder wie auch immer. Und deswegen damit könnt ihr das dann einfach benutzen, wenn da kein Swift Thread mit drinne ist. Wunderbar, was soll ich sagen? Das habe ich, mir kurzerhand einfach mal gedacht, das ist super gut. Ich liebe Konrad Robo ja sowieso. Aber jetzt ganz kurz, für alle, die sagen: „Ja, man macht ja jetzt mit dem Robo den S2 und dann wird der Vitra, getriggert.“ Ja, das ist nicht schlimm. Der Vitra, der strippt nicht, also ist es nicht schlimm. Guckt euch das an. Wir machen Robo S2. So, das ist ganz einfach. Dann machen wir den Konrad S3, machen den Vitra leer und jetzt ganz wichtig, also ihr könnt natürlich, vorher noch jemanden sleepen, weil wenn ihr S2 gemacht habt mit der Shiva, bekommt ihr Extra Turn. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Guckt, also, ne, ich habe jetzt gedacht: „Gut, wir machen das jetzt einfach mal so und setzen jemanden noch in den Sleep.“ Und jetzt ist wichtig, dass ihr den mit S3 killt. Nicht mit S1, sondern mit S3. Nur dann können die nicht wiederbelebt werden. Und dann spielt ihr das einfach runter. Das ist so genial. Meine Shiva ist noch auf Destroy, einfach nur so. Also, wie ihr gerade gesehen habt, er kann nicht wiederbelebt werden und, ja, wir spielen das mal runter, wir hydraten uns mal. Denkt dran, es ist sehr warm. Also, hier in Deutschland ist es aktuell sehr, sehr warm. Denkt dran zu trinken. Hm, und dann spielen wir das einfach runter. Also, ich muss bei solchen Sachen dann immer aufpassen, dass ich den Fokus nicht verliere, wo ich mir dann vermeintlich denke: „Ja gut, das ist jetzt, einfach nur noch runterspielen.“ Da bin ich dann leider ab und an zu schnell und, kill dann halt einfach oder wie auch immer und dann hätte ich eventuell noch 'n anderen Skill machen können oder so. Also, aber ist ja egal. Ich habe jetzt nicht die, Molly leer gemacht, weil wir mit der Shiva nicht den S3 frei hatten. Deswegen habe ich lieber den Morris rausgenommen und wir gehen jetzt noch mal einfach 'ne Runde weiter, bis wieder der Konrad und der Robo, die Sachen frei haben und fertig. Also, jetzt der Konrad hat das nächste Runde wieder frei. Wir machen dann, 'n bisschen Damage drauf, damit auch auf jeden Fall, das Schild gleich leer ist. So, es ist weg. Das heißt, wir können jetzt
wieder voll die Rotation machen, können sie leer machen und killen sie einfach raus. Easy. Super gut. Ah ja, da schmeißen wir mal so 'n ganz, ganz kleinen so 'n ganz, ganz, ganz kleinen Snipe einfach mit rein. Denkt dran, habt ein Herz mit mir. Ich liebe Snipe und normalerweise, snipe ich nur die Leute, die mich kennen und die jetzt auch schon länger zugucken, die wissen, dass ich normalerweise eigentlich, ja, im besten Fall, ja, weiß ich nicht, 6-mal Sniper und 4-mal Haging benutze oder so. Easy 10-10, fertig. Aber das können wir ja natürlich auf YouTube nicht machen, damit's nicht langweilig für euch wird. Deswegen lasse ich mir immer wieder neue Sachen einfallen, aber so ab und zu muss ich dann auch mal so was da reinschmeißen. Also, habt ein Herz mit mir. Und auch hier, wir sind wieder bei Triple Fire. Normalerweise ist da, wo der Kumar ist, ist bei mir der Rakuni und der Rakuni moved first. Die sind jetzt alle getuned zum, Rakuni, aber ich habe jetzt einfach den Kumar mit da reingeschmissen, weil ich den, ja, irgendwie für mich entdeckt habe und ich müsste das jetzt noch mal nachtunen. Normalerweise, ja, habe ich den Rakuni dort als erstes moven, weil er dann noch mal mit der Passiv glänzen kann. Aber so ist es eigentlich auch vollkommen fein. Also, ich meine, wir haben dreimal Units, die cleansen können. Also, von daher, ja, passt das eigentlich vollkommen hin. Also, ich weiß nicht, wie ich da vielleicht die Turnorder noch mal ändern sollte. Also, jetzt derzeit ist mein Feuerbayek zuerst dran. Ähm, ja, sollte er irgendwas abbekommen haben, dann sind da also, ist der Wähler direkt danach und dann der Kumar auch noch. Die sind alle komplett so aneinander getunt. Also, ich weiß nicht, wie ich da die Turnorder noch irgendwie optimieren sollte. Deswegen denke ich, dürfte das so reichen. Mit 'nem Rakoni, den würde ich natürlich als erstes moven lassen, damit die Passive, funktioniert. Aber ansonsten, wenn ihr das so spielt, achtet einfach drauf, dass ihr tuned seid und aufm Tick seid. Oh mein Gott, es ist der Angriff aus dem Trailer. Hoi, hoi, hoi. Also, ich zeige euch mal ganz kurz, der Angriff dauert insgesamt 6 Minuten und 42 Sekunden und ich werde euch jetzt schon sagen, ich werde nicht 6 Minuten und 42 Sekunden darüber reden. Ich werde euch das jetzt einfach ein bisschen zeigen. Also, ganz kurz, ja, ich habe diese 3 Units genommen und ja, der Kumar macht Oblivion, ist mir klar. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich bin nicht davon ausgegangen, dass, ja, so extrem viele Procs da drinne sind. Ich meine, ich habe euch einen ganz kleinen Ausschnitt im Trailer gezeigt, und das, was ihr im Trailer gesehen habt, das hat sich über die ganzen 6 Minuten gezogen. Also, ich hatte teilweise auf dem Traktor hatte ich 4 oder 5-mal Bomben gehabt, weil der Joker so oft dran war. Dann hatte ich teilweise, dass alle meine 3 Units Oblivion drauf hatten. Alle 3 gleichzeitig. Also, jedes Mal ich kann euch sagen, jedes Mal, wenn irgendwas war im CC oder wie auch immer, wurde dann rausgeprockt und schieß mich tot. Also, ich sage euch ganz ehrlich, dieser Fight war einfach ich sage das Wort lieber nicht. Ich habe gerade überlegt, wie ich euch das, ja, prächtig für YouTube überbringen könnte, aber nein, es ist halt einfach wirklich blöd gelaufen. Und, ich sage ja, jeder, der jetzt sagt: „Ja, da ist Oblivion drin“, ja, aber im Idealfall, ich habe 3 Units, die, mit einer passiven sind und im Normalfall sollte nicht auf allen 3 Units Oblivion sein. Also, bitte, so, wo sind wir da, ne? Also, die Tetra, die ist da, um dass die Bomben halt nicht hochgehen und die hat, 100 Resi und. Ja, ist mir schon klar, dass der Kumar mit dem S1, keinen Glanz hat, aber trotzdem nichtsdestotrotz finde ich das dann schon ein bisschen hardcore, wie extrem er dann immer wieder getroffen hat. So, ich spule euch das jetzt, also ich werde euch das jetzt ein bisschen kompakter machen. Ihr seht ja, wie das läuft. Das läuft dann jetzt die ganzen 6 Minuten so. Ich werde euch das ein bisschen kompakter machen, bis dass es dann ein bisschen weitergeht, damit wir auch weiter in den Attacks kommen. So, ich denke, das hier ist ein ganz guter Moment. Ich bin kurz vorm, ja, tot gewesen mit der Tetra. Die Bomben fliegen und die Procs waren extrem. Also, wie ihr seht, der Fight, der war wirklich, sehr, sehr lange. Im Moment hat keiner Oblivion drauf, aber ja. Der Oblivion dann immer auf der Tetra war dann auch irgendwie extrem nervig. Die verabschiedet sich jetzt, glaube ich. Ja, genau, die verabschiedet sich jetzt.
Also, wie das jetzt natürlich endet, das könnt ihr euch dann denken. Ja, es war einfach echt nervig. Wirklich, wirklich, wirklich nervig. Also, ich sage ja, ich habe euch das vorher im Intro extra gezeigt. Die Prog-Reihe, die war extrem hardcore. Deswegen zeitweise wirklich, Bomben ohne Ende drauf, alle 3 mit Oblivion und. Also, natürlich, ich lasse das jetzt mal laufen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe dann aufgehört, weil es hatte keinen Sinn mehr. Ich sage euch ganz ehrlich, gegen diese Dev, nicht Off, Entschuldigung, gegen diese Dev, die ist absolut Hanging Food. Hanging Tessarion Riley. Aber weil ich euch ja nicht immer und immer wieder dasselbe zeigen möchte und auch nicht immer wieder Haging zeigen möchte, weil den kann man halt wirklich so oft spielen, habe ich ihn jetzt nicht gewählt. Hätte ich vielleicht machen sollen, dann wäre es kein Lose gewesen, aber hätten die auch weniger geprockt, wäre es auch kein Lose gewesen und dann hätte kann man nicht ändern. Aber wenn ihr sowas forst, gerade das ist absolut Hanging Food. Spielt es da rein, wenn ihr gewinnen wollt und fertig. Also, ich finde, man muss im Siege ja auch nicht immer, ja, keine Ahnung, rumexperimentieren. Wenn ihr jetzt natürlich YouTube macht, dann ja, dann müsst ihr das, so wie ich leider. Aber ansonsten spielt Haging da rein. Easy win, Ende. Und diesen Angriff finde ich jetzt auch wunderbar und, ganz nett. Ich habe ja zum Glück eine zweite Angela gezogen und ich habe ja auch 2 Windmonkey Kings. Deswegen zeige ich euch das jetzt noch mal in dieser, Variante. Es ist halt im Prinzip dasselbe wie mit dem Gandalf am Anfang, mit dem Wasser-Gandalf, nur ja, jetzt nehmen wir die Kami anstelle des Wasser-Gandalfs. Ich hoffe, dass, das für euch jetzt nicht langweilig ist. Ich wollte jetzt kein Kami Belial nehmen oder wie auch immer. Deswegen, das ist jetzt das habe ich so noch nicht gespielt, also natürlich in den ganzen Tests. Aber, so finde ich dann auch für meine Dupes schöne Verwertungen und auch, ja, andere, verschiedene Offs und so weiter und so weiter. Natürlich kann ich euch nicht also, ich kann zwar wunderbar kochen, wirklich, also wirklich, wirklich. Aber ich kann euch nicht jedes Mal irgendetwas Neues erfinden oder Neues zeigen oder sonst irgendwas. Wir haben auch Secret-Sachen, die ich nicht zeigen kann und es wird dann auch mal vorkommen, dass ich die, spielen muss. Dann werde ich aber immer einen Ersatz für euch finden und euch irgendwas anderes zeigen. Also, mir war hier eigentlich wichtig, das erklärt sich ja von selber. Ich habe jetzt einfach den, Dark Moor rausgenommen und spiele das dann einfach aus. Also, mehr ist das nicht. Ich bin jetzt auch, nicht irgendwie auf Destroy oder doch, ich glaube, ich habe es geändert. Doch, doch. Ich habe den Affen, glaube ich, auf Destroy gemacht und die Kami auch. Ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf. Ich habe es euch gerade eben gezeigt. Müsst ihr noch mal zurückspulen und nachschauen. Auf jeden Fall, irgendeiner ist auf Destroy, sieht aber auch so aus, als ob, beide auf Destroy sind, Affe und Kami. Also, weil halt, der Morris ja healt und ich wollte halt, dass das dann auch irgendwann vorbei ist und nicht, ja, 10.000 Jahre dauert. Also, das haben ja die Bruiser-Teams leider immer wieder an sich. Also, ja. Wie ihr seht, ich nehme dann den Morris einfach nach und nach raus und dann hat sich das Gute an der, Off mit dem Wasser-Gandalf ist natürlich noch mal der Reflect Damage, das geht dann auch noch mal 'n bisschen schneller. Aber gut, das funktioniert, wie ihr seht. Könnt ihr euch getrost nachbauen und, spielen. Wenn ihr jetzt mitgezählt habt, wir sind beim 9. Attack, danach kommt noch einer und dann habe ich es auch wieder geschafft. Das lädt natürlich immer wieder dazu ein. Also, solche Devs laden immer wieder dazu ein. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr jetzt also, normal ist das, da, wo der Deus jetzt ist, normalerweise eine Asima, aber ihr könnt halt, wie gesagt, den Deus dabei nehmen. Ihr könnt, wenn ihr gar nichts davon habt, könnt ihr 'ne Savanna nehmen. Und was ich jetzt auch testen möchte eventuell, ist, eins meiner anderen LDs einzubinden in diese, Off. Ich werde es mal testen und wenn es dann spruchreif ist,
werdet ihr das dann in den nächsten kommenden Videos sehen. Und dieser letzte Attack ist jetzt einfach, ja, Snipe, weil es war 3 Minuten oder 4 Minuten, bevor, der Siege dann Ende war, also in den, Waffenstillstand gegangen ist, also hier in den Break. Und ich habe am nächsten Tag einfach keine Zeit gehabt. Und das war die einzige Dev, die noch offen war. Das heißt, ich konnte jetzt nichts mehr großartig brusern oder sonst irgendwas. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich jetzt auf die, Tanisha gehen soll oder auf den Wonsa gehen soll, aber ja, keine Ahnung. Das, hat sich dann so ergeben. Ich habe gedacht: „Komm, probierst das mal. Vielleicht ist die ja Fallobst und geht schneller dann down, anstelle des Wohnsars.“ Aber es hat ja, wie ihr seht, hat es ja funktioniert. Also, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ich habe jetzt ein 9:1 gemacht, ist für mich in Ordnung. Ja, ich hätte traurigerweise das Hacking-Team nehmen sollen, dann wäre es 'n easy 10:10 gewesen. Aber was macht man nicht alles, um euch, Content zu bieten? Deswegen ist das für mich vollkommen in Ordnung. Und deswegen hoffe ich auch, dass ihr das dann mal akzeptiert, wenn ich zum Beispiel mal ein, ähm, keine Ahnung, 10:10 Snipe Special mache oder wie auch immer. Hauptsache, also, ne, dass wir nicht zu weit runter droppen, weil wir irgendwelche Sachen austesten. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein, 9:1. Ich habe euch wieder ein paar Offs gezeigt, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall Spaß daran hattet. Und im Folgenden zeige ich euch noch, ob wir den Siege gewonnen haben oder nicht und welche Kiste ich bekommen habe. Siege ist vorbei. Wir sind Zweiter geworden. Ich mache mit euch eben noch die Kiste auf und dann schauen wir eben noch mal, was Schönes drin ist. Und in der Zeit könnt ihr ja schon mal ein Like und ein Abo dalassen und vergesst nicht zu hypen, damit ihr beim nächsten Mal wieder sehen könnt, was ich Wunderschönes benutze, wo ich mir irgendwas Neues ausdenken kann oder irgendetwas spielen kann, was ihr noch nicht kennt. Schauen wir eben einmal rein. Schade, leider eine Runentruhe. Die Kristalle nehmen wir mit und die Beschwörungsstücke auch, denn ich spare im Moment wieder Runen. Nicht Runen, sondern Rollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye.